Hallo Leute, willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um dieses schicke Rad, was hier hinter mir hängt, und zwar das Santa Cruz Hightower. Wir sind nämlich nach Südfrankreich gefahren mit 8 der besten aktuellen Trailbikes im Gepäck, die es gibt, um zu schauen, welches Trailbike ist die aktuelle Nummer 1. Einer der 8 Kandidaten ist das Santa Cruz Hightower, und wie sich dieses Rad gegen die Konkurrenz geschlagen hat, das erfahrt ihr heute im Video. Das Santa Cruz Hightower ist ja so ziemlich der Allrounder im Santa Cruz Universum. Sieht aus wie praktisch jedes andere Santa Cruz mit dem Lower Link VPP Design, also so diese typische Santa Cruz Designsprache. Super schicke Lackierung, die uns allen hier mega gut gefällt, und es hat 150 mm Federweg vorne, 145 mm Federweg am Heck, 29 Zoll Laufräder. Also es soll genau diesen Sweet Spot treffen und der perfekte Allrounder für den Trail sein. Preislich liegt das Santa Cruz Megatower, so wie wir es getestet haben, gerade noch so im vierstelligen Bereich. Kostet 9.999 €, ist das teuerste Rad in unserem Vergleichstest, dafür aber auch mit allem ausgestattet, was man sich wünschen kann. Unter anderem auch mit dem Upgrade auf die Reserve Carbon Laufräder. Zur Ausstattung kommen wir aber gleich noch. Gewichtstechnisch bringt es ungefähr 14,7 Kilo auf die Waage, also für ein Trailbike mit 145 mm Federweg ein guter Wert, zumal wir auch noch einige Komponenten ausgetauscht haben, damit die Räder noch ein bisschen haltbarer sind, die das Gewicht auch noch ein bisschen nach oben getrieben haben. Wir mussten das Rad nochmal wiegen, weil irgend so ein Scherzkeks eine Packung Süßigkeiten ins Unterrohr gepackt hat. Und das ist auch schon das erste Detail, nämlich die Glovebox im Unterrohr. Ist sehr praktisch, nicht nur wenn ihr Süßigkeiten transportieren wollt, sondern zum Beispiel auch eine Jacke oder ein zweites Paar Handschuhe. Oder einfach ein bisschen Verpflegung auf dem Trail und ihr wollt einfach nicht mit Rucksack fahren, was ich total verstehen kann, das ist unbequem. Macht man einfach das Unterrohr auf über die Klappe, lässt sich total gut bedienen, und dann habt ihr da im Megatower sehr viel Stauraum. Entschuldigung, ist natürlich nicht das Megatower, sondern das Hightower, aber wie gesagt, die ganzen Santa Cruz Räder sehen halt alle gleich aus und dann heißen auch noch ähnlich, also Hightower. Generell sind die Räder von Santa Cruz dafür bekannt, über Jahre hinweg verfeinert zu werden, und das merkt man am Hightower auch definitiv. Es hat super viele durchdachte Details, an denen man einfach merkt, dass die Jungs und Mädels bei Santa Cruz selbst sehr, sehr viel Zeit auf den Rädern verbringen. Das geht los bei der Kabelverlegung, führt über ein kleines Fenster am Dämpfer, über das man den Säg ablesen kann, und hört auf bei kleinen Details wie Abschmiernippeln, mit denen man den Dämpfer sehr, sehr gut warten und servicen kann, damit der Hinterbau immer smooth läuft. Auch bei der Geometrie macht Santa Cruz keine Experimente, sondern das, was sie über Jahre hinweg gemacht und verfeinert haben, das führt sich hier beim Hightower fort. Das heißt, man hat einen geräumigen Reach, der aber nicht zu extrem ausfällt. Man hat einen flachen Lenkwinkel, der aber auch nicht zu abfahrtslastig ausfällt. Es soll einfach ein Allrounder bleiben. Konkret bedeutet das, wir haben das Hightower in Größe L getestet. Da hat es einen Reach von etwas über 470 mm und einen 64,5 Grad flachen Lenkwinkel. Also alles Werte, die man sich an einem modernen Trailbike wünscht, ohne dass es zu extrem in die eine oder andere Richtung geht. Was auch noch ein cooles Detail ist, die Kettenstreben wachsen mit den Rahmengrößen mit. An unserem Rahmen in Größe L sind es 438 mm, also eigentlich auch ein ziemlich gutes, moderat langes Maß. Und dazu habt ihr über einen kleinen Flipchip die Möglichkeit, den Lenk- und Sitzwinkel jeweils ein bisschen steiler oder flacher zu machen. Was die Ausstattung angeht, gibt es einige Highlights. Wie eben schon gesagt, es ist das teuerste Rad in unserem Vergleichstest, aber dafür bekommt man auch jede Menge geboten. Unter anderem ist ein RockShox Ultimate Fahrwerk, bestehend aus Lyric und Super Deluxe verbaut. Gebremst wird mit SRAM Code Silver Bremsen. Dazu, wie eingangs schon erwähnt, die Reserve Carbon Laufräder, auf die es eine lebenslange Garantie gibt. Und geschaltet wird mit einem elektrischen SRAM XO Transmission Antrieb. Außerdem haben wir an allen Testbikes, also nicht nur am Hightower, sondern an allen 8 Kandidaten im Test, einige Details verändert. Wir haben zum Beispiel jeden Lenker auf eine Breite von 770 mm gekürzt und einheitliche Kontaktpunkte verbaut. Einfach vor dem Hintergrund, dass wir uns auf die Räder draufsetzen wollen und sich alle Räder gleich anfühlen sollen. Das bedeutet konkret, dass wir Griffe und Sättel von Ergon verbaut haben, die speziell ergonomisch abgestimmt sind. Außerdem hat jedes Rad dieselben Reifen bekommen. Einheitliche Reifen haben für uns in unseren Vergleichstests einfach den Vorteil, dass dieser super wichtige Kontaktpunkt zwischen Fahrrad und Untergrund einheitlich ist. Die Reifen, die wirken sich extrem aus, deswegen haben wir hier gesagt, wir nehmen dieselben Reifen.
Vorne und hinten Goodyear Newton in Enduro-Karkasse. Wir waren schon mal hier in Frankreich zum Testen. Wir wissen, das Gelände ist steinig, hart und anspruchsvoll. Und wir wollten die Zeit gerne auf den Trails verbringen und nicht an der Standpumpe. Deswegen haben wir hier die etwas schwerere Enduro-Karkasse vorne und hinten verbaut. Außerdem haben wir an jedes Rad ein Schutzblech von Unleashed dran gebaut, weil es hier dann doch mal hin und wieder regnet. Und damit unsere Testcrew nicht nur super gut aussieht, sondern auch von Kopf bis Fuß gut geschützt ist, hat uns IXS mit den passenden Helmen, Protektoren und Klamotten versorgt. Wir schalten gleich in unser Studio nach Bad Kreuznach, wo wir die Testeindrücke besprechen und euch verraten, wie sich das Hightower auf dem Trail geschlagen hat und auch wie es sich so im Vergleich zur Konkurrenz verhält. Aber damit ihr einen besseren Eindruck davon bekommt, wie wir hier in Südfrankreich getestet haben, nehmen wir euch jetzt erstmal hier mit auf die Trails. Santa Cruz. Santa Cruz. Megatower. Nee, Tallboy. Nee, Nein. Hightower. Santa Cruz Hightower. Der Allrounder. Wie hat uns das Santa Cruz Hightower gefallen? Ziemlich gut, würde ich sagen. Ich starte jetzt einfach mal damit. Ja, und das war unser Fazit zum Santa Cruz Hightower. Nein, also das Santa Cruz, wirklich sehr gutes Fahrrad, sehr balanciert, sehr neutral am Ende auch zu fahren. Du steigst auf, fühlst dich wohl und das war für mich so auch das Initiale. Also ich habe mich draufgesetzt, ich habe mich direkt wohlgefühlt. Ich musste nicht viel dran rumstellen. Ich habe ein Base-Setup gewählt, so nach Vorgabe von Santa Cruz eben. Und war eigentlich direkt zu Hause auf dem Rad. Und das war auch was ich glaube, die anderen geteilt haben. Das hat ja jeder direkt gesagt, okay, passt. Weißt du gehst auf die Karre, alles passt. Du kannst direkt richtig gut damit fahren. Du musst nicht viel rumfiddeln, du musst dich nicht dran gewöhnen. Da gibt es nichts, was dich irgendwie erstmal irritiert oder so, sondern es ist einfach ein Rad, wo du dich intuitiv super gut drauf wohlfühlst. Ja, definitiv. Muss man an der Stelle auch erwähnen, so die Setup-Vorgaben von Santa Cruz leicht zu finden, passen gut. Man setzt sich drauf, man fühlt sich direkt wohl. Und das eigentlich in jeder Lebenslage. Also beim Uphill könnte man vielleicht kritisieren, dass die Front ein bisschen hoch ist, dass das Vorderrad was mir wiederum entgegenkam. Ja, also ich fand das ist jetzt nicht das allerspritzigste Rad bergauf, aber es ist vollkommen in Ordnung. Also man kommt alles hoch, man kann auch lange Touren damit fahren. Deswegen ist das jetzt Meckern, finde ich, auf sehr, sehr hohem Niveau. Absolut. Und ja, wenn der Hinterbau minimal wippt, dann ist es halt auch so ein Handgriff und der Hinterbau ist ruhig. Man muss beim Santa Cruz vielleicht ein bisschen weiter nach unten greifen, aber dafür haben wir unsere Ärmchen. Und bergab, also das hat wirklich in jeder Situation einfach richtig gut funktioniert und richtig viel Spaß gemacht. Ja, also ich habe auch eine super Position im Rad gefunden. Ich bin ja ein bisschen größer als ihr beiden als Beispiel. Und ich habe mich sofort darauf wohlgefühlt. Und das ist für mich auch ausschlaggebend für ein gutes Fahrrad. Dass ich nicht irgendwie an jeder Stellschraube stellen muss, um irgendwie ein gutes Gefühl auf dem Fahrrad zu bekommen. Sondern hier hat das einfach für mich gepasst. Und so ging es auch euch. Man konnte sich einfach aufs Fahren konzentrieren. Ne? Genau. Also setzt sich drauf und muss sich keine Gedanken machen. Ich meine, eine Sache kann man natürlich noch in die Waagschale werfen. Das ist zwar ein sehr gutes Fahrrad und es passt alles, die Komponenten sind auch tipptopp. Der Preis allerdings ist natürlich auch dafür etwas gesalzener. Ja klar, es hat 9.999 € gekostet, also fast 10.000 €. War damit das teuerste Rad in unserem Test. Kleines Sternchen, aber kam halt auch mit den Reserve-Laufrädern, die es teurer machen. Carbon-Laufräder hatten wir überhaupt keine Probleme damit. Haben sich sehr gut gefahren. Ich würde jetzt einfach mal sagen, klar, es ist ein teures Rad, es ist ein Santa Cruz, man erwartet da Qualität, man bekommt Qualität. Ja, das Rad wäre aber jetzt auch mit soliden Alulaufrädern und vielleicht etwas günstigeren Komponenten, wäre es nicht schlechter gewesen, es wäre günstiger gewesen. Deswegen finde ich, kann man den Preis so ein Stück weit ausklammern. Klar, es ist ein teures Rad, keine Frage, aber ich finde, die Qualität stimmt hier. Das meinte ich nämlich gerade. Also du bekommst eben auch ein sehr hochwertiges Rad und das Hochwertige siehst du auch dem Rahmen an. Das sind jetzt nicht nur die Komponenten, sondern der ganze Rahmen ist durchdacht. Der ist qualitativ. Ob das beim Lack so ist, weiß ich gar nicht, ob wir hatten. Doch. Also wir hatten ein Testrad, was schon wirklich viel gefahren worden ist aus der Demoflotte von Santa Cruz. Man hat zum Beispiel vorne am Steuerrohr gesehen, dass es da komplett abgerieben war abgerieben, was aber daran lag, dass die Bremse da falsch verlegt war am Anfang. Ansonsten die Lackqualität am Rahmen, obwohl das Rad jetzt schon wirklich viele Kilometer und viele Tiefenmeter drauf hat,
die war top. Und es gab andere Räder in unserem Test, die sind eine Woche gefahren worden und es sah nicht mehr top aus. Deswegen muss ich auch da an der Stelle sagen, also die Qualität am Rahmen, die ist da wirklich gut. Man hat unten in der Umlenkung noch einen Abschmiernippel drin, dass du da Fett reinpressen kannst. Es ist alles schon sehr durchdacht und über viele, viele Jahre sehr verfeinert worden. Ja, und es hat auch nicht geknarzt oder irgendwie andere Mängel gehabt und das, obwohl es eben nicht neu war. Also es war definitiv schon ein Weilchen gefahren und hat ein paar Kilometer auf dem Buckel. Abschließend kann man sagen, dass das Hightower wirklich jetzt nicht das herausragende Bike in einzelnen Disziplinen ist, dafür macht es aber alles wirklich super gut. Und damit trifft es eigentlich auch so den Trailbike-Gedanken von einem ziemlich guten Allrounder richtig gut. Also wenn man jetzt davon absieht, dass es wirklich sauteuer ist, ist es einfach ein perfektes Trailbike. Und deswegen ist das Santa Cruz Hightower für uns auch der Testsieger und der Tipp-Trail in diesem Vergleichstest. Das war unser Review zum Santa Cruz Hightower. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann würde ich euch empfehlen, entweder den Artikel auf MTB News durchzulesen, den wir gerne verlinken, oder einfach eure Fragen in die Kommentare zu posten. Da könnt ihr mir natürlich auch gerne mal verraten, ob ihr auch ständig Hightower und Megatower verwechselt, so wie mir das geht. Ansonsten, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne unseren Kanal, damit ihr kein Video von uns verpasst und schaltet natürlich auch gerne das nächste Mal ein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, ciao!